Ja, der Preis ist natürlich das hier. Non, non, non. Oui, oui, oui. Mon parti. Ja, man macht sich natürlich nicht beliebt, wenn man so das Wohnzimmer vorstellt, und das ist genau der Sinn der Sache. Das heißt, hier kann es echt nicht bleiben. Ich verschiebe es nicht von der einen Ecke in die andere, sondern ich zwinge mich, das heute Abend wegzuhaben. Wow. Und unten 2 Pfannen und ganz viel Leerraum. Und jetzt ist meine Küche so, wie ich sie gerne habe, leer. Ja, jetzt sind wir im Bad. Ich nehme jetzt einfach mal alles raus. Und hier ist mein altes Leben. Lieblos. Lieblos. Ich räume jetzt alles leer. Ich habe ganz ein anderes Gefühl. Es steht wirklich gar nichts mehr rum. Gar nichts. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ich nenne es ja die letzte Meile, keine Kompromisse mehr. Das hat bei mir mindestens nochmal 50% von diesem Flash-Energie ausgemacht. Weil wenn doch immer noch 20% so Dinge rumliegen, nagt das am Unbewussten. Und jetzt bin ich ehrlich, ich sollte nichts mehr. Da liegt nichts mehr. Es gibt jetzt bei mir zu Hause keinen Gegenstand mehr, hinter dem nicht eine bewusste Entscheidung steht für diesen Gegenstand. Ich will ihn, weil ich ihn liebe oder brauche oder beides. Und es gibt keinen Gegenstand mehr bei mir zu Hause, der nicht einen festen Parkplatz hat. Doch bevor ich mich hier in die Aktion stürze und ich euch zeige, wie ich die letzte Meile gehe und warum ich keine Kompromisse mehr machen möchte künftig, müssen wir über das letzte Video reden. Die Home Story, die ich gefilmt habe bei Superminimalist Selim Tolga. Dieses Video ist durch die Decke geschossen. Ich möchte euch jetzt erzählen, was dieses Video mit mir gemacht hat. Zuerst mal, als ich es gefilmt habe, ich fand es ganz furchtbar. Diese Leere, dieser Hall bei Selim, ich habe es gefilmt und ein Jahr lang in die Schublade gesteckt und gar nicht geschnitten. Dann habe ich es geschnitten und plötzlich habe ich es anders gesehen. Ich fand es inspirierend. Ich hatte so Luft zum Atmen und dann habe ich es publiziert jetzt am Montag und natürlich nochmal geschaut. Und dann hatte ich einen Traum. Und ich habe vor meinem geistigen Auge gesehen, wie ich eben die letzte Meile gehe. Also dieses Video beim 3. Mal hat das bei mir so richtig eingeschlagen. Und ich habe jetzt Lust, an diesem Wochenende eben diese letzte Meile zu gehen, noch die Bereiche in meinem Leben wirklich auszumisten, die noch nicht ausgemistet sind. Problemzone 1, das ist das Badezimmer. Hier stapeln sich Dinge und hier habe ich einfach nie bewusste Entscheidung getroffen. Da steht einfach das halt so drin. Und hier ist mein altes Leben. Wow. Doch beginnen wir von vorn. Zum Aufräumen, zur Ordnungsliebe habe ich dank einer Gesundheitssendung gefunden, die ich produziert habe. Weil bei anderen die Scham zu groß war, habe ich notgedrungen bei mir zu Hause gefilmt, wie wir aufräumen. Wir, das sind Aufräumcoach und Minimalismusexperte Selim Tolga und ich. 1000 Kilogramm Ballast sind aus meinem Dachstock verschwunden. Und aus meinem vollgestopften Büro habe ich ein Minimalismusbüro geschaffen. Ich lebe jetzt fast ganz papierlos und mein Büro ist jetzt ein Gästezimmer. Hier schlafen Gäste, hier entspanne ich mich, hier lese ich, hier drehe ich meine Videos, hier mache ich meine Konferenzen, Coachings und Meditationen. Mein früherer Schandfleck ist jetzt der Kraftort in meiner Wohnung.
Ja, aber eigentlich wollte ich euch ja zeigen, was bis jetzt gut ist. Also die cleanen Zonen, die geräumten, die bewussten Zonen, das ist ja, habe ich schon gesehen, mein Minimalismusbüro, Gästezimmer. Wir haben übrigens letzte Nacht hier geschlafen, weil es einfach so viel Frieden gibt, so eine Ruhe ausstrahlt. So, ich möchte jetzt diese Energie von diesem Zimmer hier auf den Rest der Wohnung übertragen. Ja, ich habe ja diesen Osteraufräum-Challenge eigentlich ins Leben gerufen, weil ich gedacht habe, es wird ein regnerisches Wochenende. Und jetzt ist so schön sonnig. Meine Kinder wollen rausgehen und ich habe mir jetzt versprochen, mir selbst, dass ich jetzt hier Klarschiff mache. Aber das Positive ist, ich will es umso schneller machen. Ich wollte eigentlich hier anfangen, in meiner Küche zu filmen und euch zeigen, was ich geschafft habe. Die Küche gefällt mir sehr gut. Die Flächen sind frei. Ich habe hier massiv reduziert. Die mich kennen, wissen, dass ich der Anschreiber bin. Also hier finde ich das doch sehr, sehr, sehr angenehm. Dasselbe hier. Auch hier ist sehr reduziert. Ich habe aber auch noch eine Ecke gefunden. Ich zeige euch schnell. Und jetzt habe ich da gemerkt, dass ich hier unten noch so ein Ding habe, wo einfach wieder zu viel drin ist. Da habe ich auch lange nicht geputzt. Und jetzt mache ich natürlich als erstes diese Ecke. Ja, was ist das Ziel? Das Ziel von mir ist KISS, keep it simple. Es muss einfach sein. Aufmachen, Pfanne greifen, nicht noch hinten graben müssen. Das nervt mich dermaßen. Ja, minimalisieren. Ich habe zu viele Pfannen. Die mich kennen, wissen, ich mache es immer so. Mit geschlossenen Augen frage ich mich, wie viele Pfannen brauche ich? Also 5 Pfannen, mehr brauche ich nicht. Ich merke gerade, dass mir diese Pfanne eigentlich groß genug ist. Die kann weg. Wenn ihr eine Pfanne braucht, könnt ihr mir gerne schreiben, müsst ihr aber holen. Mit Deckel, die finde ich gut. Da kann man auch so eine Soße machen. Die ist mir eigentlich zu groß. Runter. Seht ihr, ich wollte das eigentlich nicht machen, weil ich ja eigentlich den Schrank machen möchte. Aber wenn man es dann mal anpackt, ist es so schnell gemacht, wenn man den richtigen Mindset hat. Wenn das Ziel vor Augen klar ist und wenn man den Loslassmuskel trainiert. So, oben 2 Pfannen. Wow. Und unten 2 Pfannen und ganz viel Leerraum. Ich liebe Leerraum. Runter in den Keller. So. Und jetzt ist meine Küche so, wie ich sie gerne habe, leer. Ja, jetzt Problemzone 1, das ist das Badezimmer. Es ist nicht wirklich schlimm, aber hier stapeln sich Dinge, Ablageflächen, Parkinson-Prinzip, hier stapeln sich Dinge und hier habe ich einfach nie bewusste Entscheidung getroffen. Da steht einfach das halt so drin. Aber ich möchte nicht, dass mein Bad so ein Fluss ist, wo etwas angeschwemmt wird, sondern ich möchte, dass ich bewusst entscheide. Und die mich kennen, wissen, ich arbeite mit Post-its. Ich habe mal hier aufgeschrieben, was möchte ich denn hier drin haben? Und ich werde bewusst diese Plätze vergeben. Medikamente, Seife, Shampoo, Bad, Rasieren, Deodorant, Nägel, Lippen, Ohren, Augen, Toilettenpapier. Zuerst beginne ich dort, wo es wirklich weh tut, beim Schrank. Jetzt sind wir da, wo es weh tut und wo ich wirklich ansetzen möchte. Und das werde ich jetzt als allererstes tun. Es gibt ja Leute, die machen zuerst die Low-Hanging Fruits. Das empfehle ich, wenn jemand nicht so viel Erfahrung hat. Ich bin jemand, ich muss direkt die schwierigsten Dinge anpacken. Das war mal der Schrank meiner Ex-Frau, das ist viele Jahre her. Sie ist ausgezogen, hat sich gefüllt. Ich habe einfach alles hier reingeknallt. Das ist so das Unbewusste. Schau mal, es ist furchtbar. Hier zum Vergleich, denn der ist wunderschön geräumt. Da ist alles angeschrieben, die Duvets, die Handtücher, Waschlappen, Duvetbezug, Kissenbezug, so Wolldecken. Also hier ist mein jetziges Leben. So möchte ich meine Dinge haben.
Und hier ist mein altes Leben. Wow. Meine Serien, die ich im Fernsehen gemacht habe, die müssen jetzt echt nicht hier sein. Und vor allem die Leute schauen keine DVDs mehr, Bücher haben wir nicht so verloren. Und hier die ganze Technik. Lieblos. Lieblos. Es ist für mich einfacher, das über meine Dinge zu sagen, als über eure Dinge. Aber ich sage mir selbst, das ist lieblos. Ich räume jetzt alles leer, reinige es mit meinem schönen Damaszener Rosenwasser. Und dann lasse ich mal den Leerraum ein bisschen auf mich wirken und räume es komplett neu ein. Und das meiste geht weg. Also ich suche nicht die Dinge raus, die weg müssen, sondern ich tue mal grundsätzlich alles weg und nehme die paar Dinge wieder, die mir wirklich wichtig sind. Nach einer bewussten Entscheidung mit Hilfe von Post-its. Also, ich beginne hier wie immer mit dem Mindset. Schritt 1. Was möchte ich hier? Das Ziel ist hier, dass ich die allerwichtigsten Dinge drin habe, die ich brauche. Ich habe die schon mal aufgeschrieben, aber das ist der Ort, wo ich jeden Tag hingehe. Was ich nicht jeden Tag brauche, gehört nicht hierhin. Jetzt werde ich den reinigen mit meinem geliebten Rosenwasser und dann ganz wenige Dinge reintun. Nur die ich wirklich brauche. So, das ist mein geliebtes Rosenwasser, habe ich von einem Malerfreund gelernt. Ich mache jetzt eine Oster-Challenge und da ist eine Frau dabei aus Hamburg und die sagt, sie nimmt Lavendelöl. Die Idee ist, dass wir eine neue Energie, einen guten Duft, etwas Natürliches reinbringen und die alten Geister dieses Clutters, also die Dinge, die sich angesammelt haben, vertreiben. Ja, der erste Schritt ist geschafft. Diese Leere, der Leerraum, ich finde es unglaublich schön und ich finde es wichtig, dass wir das einen Moment wirken lassen auf uns. Und ich brauche diese Leere, um mich zu schützen, wieder alles vorzustellen. Die Konsequenz ist natürlich, dass es jetzt draußen im Wohnzimmer so aussieht. Ja, der Preis ist natürlich das hier. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non parti. Ja, man macht sich natürlich nicht beliebt, wenn man so das Wohnzimmer vorstellt und das ist genau der Sinn der Sache. Das heißt, hier kann es echt nicht bleiben. Ich verschiebe es nicht von der einen Ecke in die andere, sondern ich zwinge mich, das heute Abend wegzuhaben. Nicht schön, aber das muss man aushalten können. Mich interessiert die neue Ordnung, die hier entsteht und nicht die Zwischenetappe. Das wird heute Abend weg sein und je mehr ich das in die Hände nehmen muss, umso mehr regt mich das nur noch auf und das hilft mir beim Loslassen. Ja, die mich kennen, wissen, dass ich alles mit Post-its mache. Ich liebe Post-its für eine Zeit und dann müssen sie wieder weg. Es ist so ein Work in Progress. Ich habe jetzt mal draufgeschrieben, was soll hier eigentlich alles rein. Ich vergebe nachher die besten Plätze. Wir sind jetzt übrigens beim Schritt 2. Schritt 2 ist minimalisieren, das habe ich eigentlich gemacht. Ganzer Müllsack, 110 Liter ist schon voll und das da draußen wird 90% wegkommen. Das ist eigentlich geistig bei mir schon weg. Ich picke nachher noch 10% raus, also die Schatzsuche, nennt Selim das, die werde ich noch machen. Also die ganz wichtigen Dinge rausziehen und der Rest geht alles weg. Aber geistig ist das schon weg. Ich habe es losgelassen. Ladegeräte, Windeln, Kopfhörer, Kamera, Meditationskissen. Jetzt passiert etwas, das mir viel passiert, wenn ich das tue. Ich habe eigentlich gar keine Lust, das aufzufüllen. Also ich werde jetzt wirklich nur die allerwichtigsten Dinge hier reinlassen, aber ich werde die Leere noch wirken lassen und ich gehe jetzt schnell ins Bad und mache da auch leer. Ja, jetzt sind wir im Bad. Ich nehme jetzt einfach mal alles raus. So schnell geht's.
Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diesen Schrank liebevoll behandelt. Zum ersten Mal. Und jedes Mal, wenn ich hier aufmache, werde ich mich freuen. Weil ich weiß nachher genau, wo was ist. Ich vergebe die Plätze. So. Ich habe das alles geschrubbt. Jetzt ist das Rosenwasser dran. Befreiung. So, jetzt überlege ich mal meine Post-its. Welche sind die besten Orte? Was ich nicht so oft brauche, kommt hier hin. Lippen könnte hier oben sein. Ohren könnte hier oben sein, in der Ecke. Hier könnte ein Shampoo reinkommen, eine Seife. Ja, schon ist es eigentlich entschieden, die Plätze sind vergeben. SOS und die Reserve für die Zellen. Willkommen in meinem neuen Badezimmer. Ich zeige es euch schnell. Ihr habt es ja gesehen, aber es hat Platz drin. Ich habe gesagt, ich will 30% Leerraum und Luft. Ich habe eher 70% Leerraum und Luft. Nägel, Nivea-Creme, Lippenbalsam, Augen, die Augen auszuwaschen, vor allem bei den Kindern, Ohrenstöpsel, auch noch Ohrenstäbchen kann man noch rasieren, Shampoo, Bodylotion, Bad, Seife, Zähne, Deodorant. Ja, wie lange habe ich dafür gebraucht? Wahrscheinlich schon 2-3 Stunden, wenn wir ganz ehrlich sind, weil ich habe natürlich alles noch gründlich geputzt und ich habe die Beschriftung gemacht. Das musst du nicht machen natürlich, mir hilft das total und ich habe es mir einfach ein und allemal überlegt. Und wenn ich jemals was tauschen möchte, nehme ich das sofort wieder ab und tue es an einen anderen Ort. Jedes System muss sich zuerst mal jetzt bewähren. Auch das muss sich bewähren. Ja, so, meine Oster-Challenge ist abgeschlossen. Ich wollte das hier noch abschrauben, weil nach dem Parkinson-Gesetz sollte man ja die Flächen reduzieren. Ich habe es dann aber gelassen, weil ich verliere oft meine Brille. Ich lege die irgendwo hin und ich habe jetzt einen Parkplatz für meine Brille geschaffen. So, jetzt zeige ich euch noch den furchtbaren Schrank. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es muss auch nicht. Heute ist Ostermontag, es sind keine Geschäfte offen. Ich will mir noch schöne Gefäße, schöne Schalen kaufen, aber es ist eingerichtet. Ich weiß, was hinkommt. Vieles ist weggegangen und es hat jetzt Luft. Und ich habe natürlich eben den anderen Schrank auch noch gerade gemacht. Vielleicht fangen wir hier an. Also es hat hier mehr Luft. Es sieht nach viel aus. Es sind aber 6 Pullis, 4 Hemden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jackets und 2 warme Pulli und noch so eine Jacke. Und hier unten habe ich Platz. Der Föhn kriegt dann mal noch ein Gefäß, wo er drin sein kann. Und ich habe so in jedem Schrank so ein, ich nenne das Hosensack, oder? Also so die Dinge, die man aus dem Sack nimmt und reinschmeißt. Oder auch da so Badges und so. Da muss ich gar nicht überlegen, wenn ich die Hose wechsle. Hier unten die Polos, die habe ich jetzt so gerollt. Und da habe ich die Hosen habe ich auch gerollt. Marie Kondo sagt ja, man soll direkt Zugang haben. Es ist nicht so schön gefaltet wie Marie Kondo, aber es ist einfach. Dann hier habe ich wieder alles beschriftet. T-Shirts, die Socken kriegen dann auch noch ein Gefäß. Die Unterhosen habe ich wie Selim einfach so reingeworfen. Danke Selim für die Inspiration, so diese zu falten. Für mich immer so gefaltet. Ich mag es mittlerweile einfach. Dann habe ich noch Sommerhosen, Shorts und Hut. Und das war's dann auch. Also was mir auch ganz wichtig ist, ich lese ja alle eure Kommentare und da sagen die einen, ja, der Selim ist ja selbst nicht minimalistisch genug und die andere schreibt, Jesus Gott, ist ja furchtbar, das ist nicht schön. Hey, hier geht's nicht um Bewertung, das ist kein Wettbewerb, jede und jeder findet seinen Weg. Ich dokumentiere hier meinen Weg, aber mein Weg, das ist nicht für dich der Ideale. Und Selims Weg ist für viele von uns
nicht der Weg. Und ich möchte gerne mal jemanden porträtieren, der ganz viele Dinge hat, aber die irgendwie liebevoll arrangiert. Ich mag einfach die Leere. Ich brauche Platz. Mir ist das eigentlich schon fast zu voll. Hier ist jetzt viel mehr Leere drin. Ich habe noch zusätzliche Etagen reingemacht. Das ist der Koffer, den ich immer hin und her reise. Die Yogamatte, Meditationskissen da hinten, weil das brauche ich nicht so oft. Das Licht. Und hier kommt dann noch das Kameraequipment rein. Hier mache ich noch schöne Fächlein. Ja, hier habe ich eine Schublade. Eine Schublade mit Papier. Pendant. Projekte. Und Masterordner. Das einzige Papier. Weil ich gehe jetzt nach der KISS-Methode, eben nicht perfektionistisch. Perfektionistisch wäre, ich mache jetzt alles fertig und schneide den Film erst, wenn es fertig ist. Aber ich möchte den Film heute Abend schneiden. So. Ja, so ihr Lieben, meine Arbeit hier ist abgeschlossen. Ich habe ganz ein anderes Gefühl. Hier, ich bin wirklich in jede Ecke gegangen. Das hatte wirklich noch so gefehlt. Es steht wirklich gar nichts mehr rum. Gar nichts. Gar nichts. Ey, dieses Gefühl, ich muss euch das beschreiben, denn ich hätte selbst nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ich nenne es ja die letzte Meile, keine Kompromisse mehr. Das hat bei mir mindestens nochmal 50% von diesem Flash-Energie ausgemacht. Weil wenn doch immer noch 20% so Dinge rumliegen, nagt das am Unbewussten. Und jetzt bin ich hier und ich sollte nichts mehr. Da liegt nichts mehr. Es gibt jetzt bei mir zu Hause kein Gegenstand mehr, hinter dem nicht eine bewusste Entscheidung steht für diesen Gegenstand. Ich will ihn, weil ich ihn liebe oder brauche oder beides. Und es gibt keinen Gegenstand mehr bei mir zu Hause, der nicht einen festen Parkplatz hat. Das ist wirklich nochmal 50% Befreiung. Das wollte ich mit euch teilen. Ja, diese Ecke habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Eigentlich wollte ich nur die Töpfe wegräumen und habe gedacht, eigentlich ist es schade. Ich möchte hier Blumen willkommen heißen. Wow. Ouais, c'est beau, hein? Moi, je vais t'aider. Tu veux m'aider? Ouais. Quand même, ici, un peu là. Un peu là. Moi, c'est moi. Was tu fais? C'est bon? Bravo! Ja, so ihr Lieben, das war meine Oster-Challenge 2025. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr das Video mögt, wäre ich froh, wenn ihr ein Like gebt. Das hilft beim Algorithmus, dass mehr Leute das sehen können, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und lasst einen Kommentar, wie geht ihr vor? Was sind eure Projekte? Was hilft euch? Also ganz wichtig ist mir noch zu sagen, das ist kein Wettbewerb. Ich habe das Video mit Selim gedreht und geschnitten und es hat mich so bewegt, jetzt diese letzte Meile zu gehen. Ich habe jetzt Ecken angepackt, die ich nie angefasst habe. Eben zum Beispiel meinen Badezimmerschrank, das Schränklein, das gefällt mir jetzt total gut. Dass ich jetzt am Schluss noch die kleine Ecke auf meinem Balkon gemacht habe, ist vielleicht auch ein bisschen symbolisch, denn die Ordnung einmal schaffen ist das eine, die Ordnung halten ist das andere. Schritt 4 nämlich ist das Meistern. Und da helfen uns die Gewohnheiten, das Ohio-Prinzip, Only Handle It Once, das Sofortprinzip, dann die KISS-Lebensweise, Keep It Simple, Stupid, also mach es einfach, und die Hohlschuld, also Dinge sich dann nur besorgen, wenn man sie wirklich braucht. Wenn man diese 3 Prinzipien verankert und praktiziert, dann bleibt die Ordnung. Danke und bis zum nächsten Video. Tschüss. Wie? Encore couple.